Hallo meine Lieben, dieses Mal nehmen wir euch mit nicht zum Shoppen, sondern mal ein ernstes Thema. Ach, ich mache nur Wir Witz. sehen uns heute allen Ernstes an, wie Rita richtig gesagt hat, wie Lego-Steine produziert werden. Genau, Und zwar seht ihr hier schon Rita mit ihrem neuen Stein, den sie sich beim Eingang gesnackt hat. Und ja, den bekommt man beim Hineingehen in die Legoland-Fabrik gratis. genau. Ich habe immer gedacht, das sind rote Steine. Die waren auch mal rot. Ich habe Okay. jedenfalls mehrere rote zu Hause. Dieses Mal oder im Jahr 2020 sind sie gelb. Hm. Wir sind also jetzt in der Legoland Fabrik. Das ist also so klein nachgebaut, wie Legosteine produziert werden. Dort haben sie so Gussmaschinen für die Kunststoffteile und das ganze technische aufgebaut, und da kann man dann so durchgehen. Das ist sehr, sehr nett gemacht. Es ist auch relativ klein gehalten, was ich super finde, denn ich denke mir, es sind ja doch speziell auch Kinder dort und es soll ja auch nicht langweilig werden. Es gibt viel zu drücken Ja, und eben auch viel coole Sachen zu sehen. Ihr werdet es dann gleich sehen. Der Teil, der mir am besten gefällt, ist, wo dieses eben Fabrikstein, dieser gelbe Stein bedruckt wird. Das genau, ist der extrem Stein cool. wird nämlich ganz original hier in solchen Maschinen produziert. Genau. Da fallen sie schon heraus, das ist eigentlich ganz cool, und fahren dann auf so einem Förderband weg. Genau. Sie müssen aber dann noch bedruckt werden. Ja, also wegen Corona ist der Besuch in der Fabrik etwas anders. Normalerweise geht man ja hinein und sieht zuerst so einen Kinofilm. Der Stimmt. Kinofilm ist aber jetzt wegen hier, habe ich versucht, die Prozesse zu filmen, aber wegen dem Betriebsgeheimnis, glaube ich, wird der Bildschirm hier nicht alle Details bekannt geben, von wegen, ja, Gusstemperatur und das Ganze. Also man sieht keinen Film und es darf immer nur eine Familie auf einmal rein, und Genau. dann wird gewartet, bis die weitergegangen sind, und dann dürfen die nächsten rein. Aber die Wartezeiten haben sich trotzdem relativ in Grenzen gehalten, muss ich sagen. Also das war echt okay. Es sind ja auch eben generell weniger Leute im Legoland und ja, das war echt. Genau, echt also wir okay. haben einmal, glaube ich, 5 Minuten gewartet, und Ja. das zweite Mal, als wir nochmal für einen Stein reingegangen sind, haben wir ungefähr 10 Minuten gewartet. Hier seht ihr diese Granulat-Silos, wo das Rohmaterial der Steine drin sind. Und Genau. hier seht ihr zum Beispiel Schienen für Lego-Eisenbahnen, auch Achterbahnschienen. Die werden also allen Ernstes in der Lego-Fabrik auch so aufgestellt. So Ja, aber stelle ich mir das jedenfalls vor. ich glaube, ist das nicht auch das Depot von dem Fabriksverkauf? Bestimmt Glaub auch, ich. ja. Ich habe nämlich, wenn ich mich nicht täusche, mal eine Dokumentation über dieses auf YouTube über dieses Lego Fabriksarsenal gesehen, und Okay. das machen dort alles Roboter, und das ist gigantisch Ah. groß, und da ist diese Fabrik in Günzburg eine Lachnummer dagegen. Aber nichtsdestotrotz bekommt man hier einen sehr schönen Eindruck, wie ein Legostein und auch eben zum Beispiel hier so eine Lego-Figur Oje. produziert wird. Ja, Und auch, wir wollen euch jetzt nicht mit Fakten zubomben, aber man sieht natürlich zum Beispiel auch, wie viele Steine pro Tag produziert werden, Oh wie viele ja. Figuren die am Tag raushauen. Also sind unglaubliche Dimensionen, die da produziert werden. Natürlich hier nicht in dieser Legoland Deutschland Fabrik, sondern in allen Fabriken weltweit. Und hier seht ihr jetzt Das ist Ritas mein Favorit. Lieblingsschritt. Es Ja. spiegelt leider ein bisschen, aber hier werden diese gelben Steine bedruckt. Das ist so cool. Die werden da mehrere Male bedruckt. Ich glaube, zuerst kommt das Weiße drauf, dann irgendeine Farbe, zum Schluss die schwarze Farbe. Und das ist echt cool, wie man sieht, wie das so übereinander bedruckt wird und dann entsteht und am Schluss einfach genial ausschaut, was man sich am Anfang gar nicht so vorstellen kann. Ja, es sieht also so aus, als wäre da irgendein Stempelkissen, was den Druck aufbringt. Hier seht ihr die Maschinen, die akribisch genau die Steine positionieren und justieren, damit alles zu 100% gerade gedruckt ist. Also das ist schon wirklich sehr cool. So, jetzt kommen wir dann zu meinem Highlight aus der Lego-Fabrik neben dem Teileshop. Und zwar ist hier so eine Art Figuren-Spezial aufgebaut gewesen, wo man alle möglichen Lego-Figuren durch die ganzen Themenreihen hinweg begutachten kann. Und da sieht man schön, wie sehr sich die Lego-Figur
in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und das, obwohl das Konzept der Figur ja seit 1978 unverändert ist. Also wir haben hier die Sportler, dann haben wir Freizeit, Feuerwehr. Also es ist wirklich, da sind viele Kindheitserinnerungen wach geworden. Bei mir hier ist leider etwas dunkel gewesen. Das sind diese Außerirdischen. Dann haben wir hier Hogwarts und Star Wars. Da warst du ganz Oh ja, verzaubert. das wäre schon cool, wenn man die alle hätte daheim. Das sind zum wäre ein Teil auch Traum. noch die Figuren mit den gelben Gesichtern, die haben sie dann ja relativ schnell geändert. Oh, dann Indianer und Western, die Islanders, also ja, Piraten, das sind schon Spieleserien, die sie, finde ich, Wirklich ein schon Traum. wieder mal bringen sollten. Ja. Generell finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Legoland sind viele alte Serien, auch zum Teil bei den Fahrgeschäften. Es gibt eine Ja. Ritter, eine Drachenbahn, es gibt einen Piratenbereich und so weiter, aber diese Serien gibt es bei Lego gar nicht mehr. Das ist eigentlich sehr schade. Das finde ich auch ja, sehr schade und auch für Kinder, glaube ich, ein bisschen komisch. Denn die freuen sich, glaube ich, eher über diese Ninjago-Welt und sonstiges, wo sie halt wirklich auch die Figuren kennen. Also ja, Und die alten Piraten und Ritter sind dann für die älteren Semester. Hier seht ihr auf jeden Fall noch, wie eine Figur zusammengebaut wird. Wir haben zuerst nur den Torso ohne Arme, dann werden die Arme so in senkrechter Position angebracht, Genau, damit und dann dann auch noch die die Hände. Händchen und dann einen Schritt weiter sind auf einmal die Hände unten und einen Schritt weiter ist ein Kopf drauf und einen Schritt weiter sind sie dann weg, weil sie wahrscheinlich schon in der Verpackung liegen. Dann ganz nett, ein Rätselspaß für die ganze Familie. das fand ich auch ganz cool. Da muss man nämlich, kann man das jetzt lesen? Genau. Ja, quasi die Qualitätskontrolle spielen und schauen, wo ein Set dabei ist, wo was falsch ist. Das kommt ja allen Anschein nach immer wieder vor. Es ist nicht leicht zu sehen hier, aber Rita hat sofort bemerkt, beim Bulldozer links unten ist ein Hai mit dabei und der passt da aber so was von mal gar nicht hinein. Aber das war ganz nett eigentlich. Hier seht Ja. ihr noch diese Maschinen, die die Steine, ich glaube, in die richtige Position drehen oder dass immer ganz regelmäßig nur ein Stein nach dem anderen in die Maschine hineinfällt. Ja, den genauen technischen Prozess können wir euch da nicht verraten, aber es war eigentlich sehr nett, das mal zu sehen, wie Legosteine von einem Kugel- oder Staubkorngranulat dann so schräg. in einen Legostein verwandelt wird. Ja, das ist echt cool. Also, dass man das sieht, eben wie das Granulat auch aussieht, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber echt cool, dass ich das jetzt auch weiß. Finde ich auch. Und hier sehen wir nochmal den Prozess, den jeder Legostein dann ganz am Schluss seines Fabriksdurchlaufs durchmacht. Und zwar haben wir hier ein schönes klassisches City-Set, was dann für die Endverpackung bereit gemacht wird. Hier werden alle Teile dann noch in die Schachtel hineingegeben und dann ist die Geschichte fertig. Also das war's dann mehr oder weniger. Rita haut hier nochmal auf den Knopf und schaut sich nochmal alles an, ob auch beim Versand alles in Ordnung geht. Genau. Alles in allem ist die Fabrik auf jeden Fall sehr toll und gleich danach sind wir natürlich in den Teile-Shop gegangen. Wie könnte Oh es ja. anders sein? Den habt ihr hoffentlich ja schon gesehen. Wenn nicht, müsst ihr euch den noch anschauen. Hier ist normalerweise der Eingang, der ist aber wegen Corona momentan geschlossen. Genau. Und das war's von der Fabrik von unserer Seite. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.